Ich muss so schnell wie möglich mit den dortigen Behörden reden. Meinst du, du erfährst da etwas, was Jan noch nicht weiß? Das hoffe ich. Und wenn nicht, dann will ich mir wenigstens nicht vorwerfen müssen, nichts getan zu haben. Sophie Lewinsky ist deine Schwester? Ja, wieso ist das schlimm? Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Aber warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Ich habe eine wundervolle Nachricht. Julia. Julia lebt. Julia lebt? Woher willst du das wissen? Wo hat man sie gefunden und wer? Wo ist sie? Jetzt sag schon. Wann kommt sie denn zurück? Das kann ich euch auch nicht so genau sagen. Du hast aber eben gesagt, dass sie lebt. Also musst du doch irgendwas Genaueres Ja, wissen. ich habe mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Ja, was jetzt? Lebt Julia oder nicht? Also, als ich vorhin am Rhein spazieren gegangen bin, da hatte ich eine Vision. Eine Vision. Ja. Julia lag in einem hellen Raum. Sie sah ziemlich blass aus, aber sie liebte. Das gibt's doch. Wenn ich euch's doch sage. Sie hat sogar die Augen aufgemacht und meinen Namen gerufen. Na klar, welchen auch sonst? Jan! Musste das sein? Julias Tod ist für uns alle ein großer Verlust. Dennoch sollten wir der Realität ins Auge sehen und uns nicht falschen Hoffnungen hingeben. Das mit dem Modeljob ist natürlich nur eine vorübergehende Sache. Warum denn? Ich finde, du kommst prima rüber. Wirklich? So, zweimal Pina Colada. Danke. Du bist natürlich eingeladen. Danke. Auf den Spender. Auf dich. Hast du auch mit Musik zu tun? Ja, ich spiele Keyboard. Echt? Ja. So richtig in der Band? Nein, da hat sich bisher noch nichts ergeben. Leider. Geht mir ähnlich. Ich bin nämlich Sängerin. Cool. Aber so wie du aussiehst, dürftest du doch eigentlich gar keine Probleme haben, eine Band zu finden. Ich will aber gar nicht in eine Band. Die suchen doch nur jemanden, der im Hintergrund rumtanzt und die Lippen bewegt. Ja, stimmt. Deshalb will ich eine Solokarriere starten. Ich habe mich auch schon mal in der Szene umgehört. Man hat mir geraten, deine Schwester zu kontaktieren. Allerdings ist sie entweder nie in ihrem Büro oder ich werde einfach nicht durchgestellt. Naja, Sophie ist halt wahnsinnig beschäftigt. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, hier auf sie zu warten und ihm ein Demo-Tape persönlich zu geben. Aber so wie es aussieht, wird daraus wohl auch nichts. Wenn du willst, dann gebe ich ihr das Band. Ich sehe meine Schwester ja fast jeden Tag. Wenn es dir nichts ausmacht? Nein. Gar nichts. Ich bin für Sophia sowieso schon sowas wie ein Talentsucher. Wenn das so ist. Und ich verspreche dir, ich werde ihr das Band persönlich geben. Und ich werde ihr Zimmer nicht verlassen, solange sie es sich nicht angehört hat. Damit du mich gleich anrufen kannst, wenn es dir gefällt. Danke. Ich hätte sowieso noch danach gefragt. Du bist total süß, weißt du das? Was denkst du dir eigentlich dabei? Julia lebt. Hast du keine Vorstellung davon, wie Tim jetzt zumute ist? Und nicht nur ihm? Aber meine Vision war absolut real. Eine Vision. Allein schon dieses Wort. Nenn's doch, wie du willst. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich Julia gesehen habe. Und zwar lebendig. Wenn Julia noch leben würde, hätte man sie gefunden und uns benachrichtigt. Und wenn sie zufälligerweise ihr Gedächtnis verloren hat? Nicht mehr weiß, wer sie ist? Sie hatte keine Ausweispapiere bei sich. Wie soll da irgendjemand wissen, wer sie ist? In solchen Fällen wenden sich Ärzte und Krankenhäuser an die Polizei.
Die haben den Fall doch bestimmt schon zu den Akten gelegt, weil sie eine von vielen ist, die jedes Jahr dort ertrinken. Aber Julia und ich, wir haben eine ganz besondere Beziehung. Das weißt du doch auch. Ja. Wer hat damals zuerst von ihrem Reitunfall gewusst und sie später auch entdeckt? Du. Ein Zufall. Und als sie in der Hochzeitsnacht ins Kloster gegangen ist? Mein Traum hat Tim zu ihr geführt. War das auch ein Zufall? Herrgott, das weiß ich nicht. Ob Zufall oder nicht, das hilft uns doch jetzt hier nicht weiter. Noch nicht. Ich müsste noch einmal nach Lanzarote. Vielleicht gibt es dort irgendwelche Anhaltspunkte, die uns weiterbringen könnten. Daran habe ich auch schon gedacht. Langsam weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Erst erzählt Jan, dass Julia tot ist und jetzt lebt sie auf einmal wieder. Er hat doch nur geträumt. Ja, aber er hat schon öfter Sachen von Julia geträumt, die dann hinterher gestimmt haben. Ich habe auch schon mal sowas Ähnliches erlebt. Rahel, meine beste Freundin, hatte sich verlaufen. Und ich wusste die ganze Zeit, wo sie ist, was sie denkt, was sie fühlt. Was ich damit sagen will, ist, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht wissenschaftlich erklären können. Das kann ja sein, aber das hilft uns im Moment auch nicht weiter. Je mehr Hoffnung du dir jetzt machst, umso größer später die Enttäuschung. Ja, aber was ist denn, wenn Jan recht hat? Vielleicht hat er so wirklich sowas wie Wahrträume. Sowas soll es doch geben. Ich glaube, Jan hat in seinem Traum einfach das gesehen, was er sehen wollte. Und was, wenn nicht? Tim, kommst du bitte mal? Ich muss etwas mit dir besprechen. Hey, Alter, was ist los mit dir? Frankie, bist du auf Pille oder was? Hat er das schon länger? Erst seitdem diese Barbie verschwunden ist. Barbie, hä? Sie war hier. Bei mir. Echt? Sieht man das nicht? Ja, geil. Und was wollte sie? Singen. Hier. Nein. Sie sucht ein Label, das sie ganz groß rausbringt. Deshalb soll ich sie auch mit Sophie bekannt machen. Aha, daher weht der Wind. Na, erst lässt sie dich links liegen und wo sie erfährt, dass Sophie deine Schwester ist, da schmeißt sie sich an dich ran. Quatsch. Sie findet mich... Sie mag mich eben. Ja, sie war nur ein bisschen genervt, weil sie Sophie nicht angetroffen hat. Außerdem glaube ich, dass sie ein bisschen schüchtern ist. Oh ja, also doch so. So sieht sie heraus. Mach dir nichts draus, Cleo ist bloß eifersüchtig. Ist doch klar, dass so eine Alte ihr ganzes Leben darauf gewartet hat, dich zu treffen. Hm? Halt die Klappe, Mann. Ja, Tim, setz dich. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Es ist Folgendes. Eigentlich wollte ich schon längst mit dir darüber reden. Aber Jans Ankündigung, also ehrlich gesagt, ich fühle mich durch Jan in meinem Entschluss bestätigt. Welcher Entschluss? Ich werde selbst nach Lanzarote fahren, um mich dort mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass wirklich alles Menschenmögliche getan wurde, um Julia zu finden. Ich komme natürlich mit. Oder willst du alleine fliegen? Ich kann dich nicht zwingen, hier zu bleiben, aber in deinem jetzigen Zustand wärst du uns da unten möglicherweise keine große Hilfe. Soll ich hier warten und Däumchen drehen, während ihr... Moment. Soll das heißen, Jan kommt mit? Ja. Du nimmst ihn mit und mich lässt du hier versauern. Julia war... Sie ist meine Frau. Ja, ich weiß ja. Aber Jan kennt die Situation vor Ort und war dabei, als dieser Unfall geschah. Vergiss seine übersinnlichen Fähigkeiten nicht. Ich sehe ein Meer. Ich sehe eine Frau. Tim, bitte. Lass diesen Unsinn. Ich halte ja auch nichts von Hellseherei, von Okkultismus oder wie immer du es nennen willst. Aber du musst doch zugeben, dass in Jans Tagträumen doch immer etwas Wahres dran war. Ja, ich weiß. Und solange auch nur die geringste Hoffnung besteht, werde ich jeder Spur nachgehen. Und sei sie noch so unwahrscheinlich. Genau deshalb will ich ja mit. Tim, ich wollte dir eigentlich diese aufwühlende Reise ersparen. Außerdem ist es gut, wenn jemand hier ist, falls irgendwas Neues eintritt. Also diese Barbie hat Frank ganz schön den Kopf vertreten.
Tja, ja. So ist das, wenn man das Gehirn in der Hose trägt. Also, was ihr Männer über uns Frauen sagt, wenn ihr alleine seid, ist ja wohl auch nicht viel besser. Hm? Genau. So, also. Guten Abend. Hi, Tim. Wie geht's dir? Geht so. Ist mir ein Bier? Ja. Sag mal, wie lange willst du eigentlich noch so hier rumhängen? Bis Barbie wiederkommt. Ach so, klar, verstehe. Anders. Du hast ihre Telefonnummer. Warum rufst du sie nicht einfach an? Was soll ich ihr denn sagen, Mann? Sag ihr, dass du ihr Demo ganz toll findest. Aber das ist das geilste Demo, das ich je gehört habe. Hast du schon reingehört? Ja. Lass uns doch hochgehen, dann ziehen wir uns das Ding zusammen rein. Wenn du sie schon nicht hörst, dann hörst du wenigstens ihre Stimme. Ja, okay. Komm, worauf wartest du noch? Hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Wir gehen nach oben und hören uns Barbies Demo-Tape an. Wenn du möchtest, kannst du mitkommen. Warum eigentlich nicht? Cleo, du kommst doch auch ohne mich zurecht, oder? Ja, kein Problem. Prima. Noch eins. Tim, wenn du in der Geschwindigkeit weiter trinkst, dann hast du morgen wieder einen riesengroßen Kater. Ja, scheiß drauf. Du solltest auf sie hören. Ich weiß, geht mich nichts an. Ganz genau. Tobias hat so nur gut gemeint. Ich kenne keinen Tobias. Tobias ist ein Freund von Susanne. Er wohnt eine Weile hier. Ich habe gehört, was dir passiert ist. Es tut mir leid. Schon okay. Ich bin Tim. Tobias. Ja, du machst schon, mach schon. Oh. Yeah. Also, ich habe genug gehört. Ey, was soll das? Und? Sie singt so, wie sie aussieht. Stimmt, genau. Einfach göttlich. Ja, oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn ein Mensch, jemand, den du über alles liebst, plötzlich nicht mehr da ist. Kenn ich. Meine Freundin hat mich damals verlassen. Und? Was hast du gemacht? Ja, ich bin total ausgeflippt. Hab alles kurz und klein geschlagen. Als ich gemerkt habe, dass das auch nichts hilft, da wollte ich nicht mehr leben, habe meine Bude in Brand gesteckt. Du hast was? Ja, das ist ganz schön verrückt, was. Nee, wie man es nimmt. Als ich erfahren habe, dass Julia tot ist, da konnte ich es erst überhaupt nicht glauben. Ich dachte mir, was soll ich noch hier? Ohne sie, ohne das Kind. Was? Euer Kind ist auch... Julia war schwanger. Verdammt, das ist natürlich doppelt hart. Ja, und das ist noch nicht alles. Jan, der Zwillingsbruder meiner Frau, behauptet jetzt auf einmal, dass Julia lebt. Wie kommt denn darauf? Er hatte eine Vision oder sowas. Ja, sowas soll's geben. Hattest du schon mal eine? Ich auch nicht. Was ist denn das für ein Krach in der Nacht? Hallo. Susanne. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht wecken. Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Wie geht es dir? Bist du in Ordnung? Ja. Wir sind hier umgekommen vor Sorge. Dir könnte auch was zugestoßen sein. Was soll mir denn schon passieren? Moment mal, wieso auch? Was ist los? Ist irgendwas mit Jan? Mit Florian? Nein, nein, Florian geht es gut. Es ist Julia. Sie hat einen Unfall. Unfall? Ich dachte, sie wäre irgendwo in Urlaub. Es war ein Badeunfall. Ja, was ist mit ihr? Ist sie verletzt? Sie ist... Nein. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. Doch, es ist wahr. Leider.
So wie es aussieht, ist Julia ertrunken. Wie konnte das passieren? Ja, wir müssen los, sonst fliegt die Maschine noch ohne uns. Ich bring schon mal die Tasche ins Auto. Guten Flug. Danke. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Versprochen. Kümmere dich um Jan. Ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn er dahin zurückkommt, wo alles geschehen ist. Ich werde mich um ihn kümmern. Versuche ihn im Flugzeug zu beeinflussen, dass er sich nicht so reinsteigert in diese Geschichte und hinterher umso enttäuschter ist. Ich werde es versuchen. Ja. Auch wenn es mir schwerfällt. Tschüss. Tschüss. Ach, Frank. Ah, tut mir leid, jetzt habe ich dich geweckt. Das wollte ich nicht. Was willst du? Ich hab Husten und ich dachte, du hast vielleicht ein Mittel dagegen. Nein, habe ich nicht. Versuch's einfach mal in der Apotheke. Ja, wie gesagt, ich wollte dich nicht wecken. Aber wenn du schon wach bist, dann könntest du doch eigentlich dieses Tape hier anhören. Was für ein Tape? Ey, du wirst es nicht bereuen. Die Kleine ist wirklich ein Megatalent. Dann soll sie zu mir ins Büro kommen. Da war sie doch schon. Aber du warst nie zu sprechen. Und dann hat sie es hier versucht. Und sie hat dich so lange belabert, bis du ihr versprochen hast, mir das Band zu geben, hm? Ey, komm, jetzt schalt mal einen Gang runter. Hast du jemals bemerkt, dass ich mich von einem Mädchen volllabern lasse? Wenn sie gut aussieht. Hm? Sie ist das hübscheste Girl, das mir je über den Weg gelaufen ist. Ja, Hauptsache, sie hat auch eine hübsche Stimme. Ja, wie gesagt, sie ist total talentiert. Wir können es uns anhören, okay? Frank, ich nehm's mit ins Büro und hör's mir da an, ja? Großes Indianer-Ehrenwort. Hm? Ja, okay. Wir kommen dann nachher vorbei, um den Vertrag zu unterschreiben. Ja, den Shampoos könnt ihr auch gleich mitbringen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du den löhnst. Frank, das Tape. Ach so, das Tape, okay. Wie heißt die eigentlich? Barbie. Oh, das ist aber originell. Ja, nicht wahr? Also ich fand's richtig nett, wie du dich gestern um Tim gekümmert hast. Ach was, kaum der Rede wert. Sag das nicht. Außerdem konnte ich endlich mal meine Sorgen mit Susanne loswerden. Oh, da muss aber eine ziemlich lange Nacht gewesen sein, ne? Das kannst du laut sagen, du. Wir sind noch in die Kneipe 3 Straßen weitergegangen. Ja, du weißt ja, die erst um 4 dicht macht. Also dann wundert's mich, dass du schon wieder so früh auf den Beinen bist. Warum nicht? Ich an deiner Stelle würde noch im Bett liegen. Ja, so ist das eben. Der eine, der macht die Nacht durch und ist topfit und der andere braucht ein Glas bloß anzusehen und hat einen Kater. Eigentlich ungerecht. Ja, was willst du dagegen machen? Nichts. Aber wo wir schon mal beim Thema sind, weißt du, was ich noch ungerecht finde? Was? Dass 2 so nette Typen wie du und Tim so ein Pärchen der Liebe haben. Ja, so ist das eben. Werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Mit freundlichen Grüßen und so weiter und so fort. Hi, Schwester! Kannst du nicht anklopfen? Ja, ein andermal vielleicht. Ich will jetzt lieber von dir hören, was du von meiner Neuentdeckung hältst. Und das ist sie. Das ist Barbie. Hallo. Hi. Na, jetzt mach's doch nicht so spannend. Hat sie nun das Zeug zum Megastar oder nicht? Ich habe keine Ahnung, Frank. Ich hatte leider noch keine Zeit, in das Band hineinzuhören. Ach Mann, Sophie, du hast es mir doch versprochen. Ja, und was ich verspreche, das halte ich auch, oder? Hä? Ich höre es mir jetzt an. Ja. Morgen. Guten Morgen. Hi, na? Hast du die gestrige Nacht gut überstanden? Geht so. Machst du mir einen Kaffee, bitte? Klar. Mit oder ohne Aspirin? Mit. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr genervt mit meinem Gequatsche gestern. Wie kommst du denn da drauf? Weil ich in letzter Zeit wahrscheinlich jedem auf die Nerven gehe. Also, wenn es dich beruhigt, du hast mich nicht genervt. Im Gegenteil. Ich war richtig glücklich, mir mal den Frust von der Seele zu quatschen. Ja, fand ich auch. Allerdings hatte ich so den Eindruck, als hätte ich die ganze Zeit geredet. Ich weiß zum Beispiel noch nicht mal, was du eigentlich machst. Dasselbe wie gestern Abend. Ich studiere Jura. Ah, du siehst gar nicht so aus. Ich hätte eher was in Richtung Sport getippt. Cleo hat das auch schon gesagt. Cleo kennst du über Susanne, richtig? Ja, wenigstens das habe ich behalten. Und dass du ab und zu in der Küche aushilfst. Ja, na, irgendwie muss ich ja die Knete verdienen. Ja. Sag mal, wenn du einen Job suchst, also ich könnte mal Arno fragen.
Susannes Vater? Nee, lass mal. Du, ich komme auch so klar. Außerdem muss ich so bald ins Ausland, ne, weil ich dann eine Weile weiter studieren will. Ja, aber gerade dann brauchst du doch Kohle. Oder hast du ein Stipendium? Genau. Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Barbie, erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen, Sängerin zu werden? Vor 2 Jahren bin ich zur Miss Wuppertal gewählt worden. Anschließend habe ich dann als Model gejobbt. Ich habe auch schon ein paar Fotos von ihr in der Zeitschrift gesehen. Mhm. Als Sängerin bin ich dann durch Zufall entdeckt worden. Tja, da hat sie mich ja noch nicht gekannt. Frank, erzähl weiter. Wir saßen nach einem Shooting zusammen und einer hat Gitarre gespielt. Ich habe ein bisschen dazu gesungen. 2 Tage später war ich Leadsängerin bei den Steilen Zähnen. Du siehst, Barbie hat das Zeug zu einem echten Star. Versteh mich bitte nicht falsch, aber gutes Aussehen allein reicht nicht. Und was ist mit dem Demo? Das ist ganz nett, aber mir nicht. Ja, okay, die Qualität des Bandes war vielleicht schlecht. Aber das liegt an der Technik. Ja, weißt du was, sie singt dir jetzt einfach was vor. So kannst du dich live von ihrem Können überzeugen. Frank, sie passt auch nicht in das Konzept von AMG. Weil unsere Fans brauchen einfach Leute, mit denen sie sich identifizieren können. Und Barbie ist zu künstlich, tut mir leid. Mir auch. Barbie, warte doch. Susanne! Ich denke, du bist in Portugal. Ja, war ich auch. Aber ich habe meine Reise früher abgebrochen. Wegen Tobias. Mhm. Er ist bestimmt nicht mehr hier. Hm? Ich wollte ihm schreiben und ihm alles erklären, aber ich habe keine Adresse. Ja, das kannst du dir sparen. Er will nichts mehr von mir wissen. Im Gegenteil. Tobias ist gar nicht gefahren. Er ist nur oben in der Pension. Also los geht's. Sag mal, bist du nur noch besteuert? Wie konntest du sie nur so abservieren? Frank, es tut mir leid, aber sie hat kein Talent. Ach komm, Barbie kann genauso gut singen wie die ganzen Heulbojen, die hier unter Vertrag stehen. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Ich weiß nur, dass ich hier durch die halbe Stadt gefolgt bin und sie sich nicht einmal nach mir umgeschaut hat. Frank, wenn ihr irgendwas an dir liegt, dann hat meine Entscheidung doch nichts mit eurer Freundschaft zu tun. Dann meldet sie sich auch Ach, so. hör auf! Deswegen hast du sie doch abserviert. Deswegen hast du ihr die Abfuhr erteilt. Du willst nicht, dass sie mit mir geht. Das ist doch absoluter Quatsch. Von wegen. Aber das eine sag ich dir. Wenn ich Barbie nicht mehr sehe, dann bist du die längste Zeit meine Schwester gewesen. Es ist offen. Susanne? Cleo hat mir gesagt, dass du noch hier bist. Ja, ich kann ja schlecht abhauen, ohne noch mal mit dir geredet zu haben. Zu dem Entschluss bin ich in Portugal auch gekommen. Heißt das, dass du... Das heißt, dass ich eine Entscheidung über mein Leben getroffen habe. Eine Entscheidung, die uns beide betrifft.